Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es noch ein bisschen weiter und zwar wollen wir uns heute wirklich richtig intensiv mit den Sprites beschäftigen, damit wir auch wissen, was ist. Und ja, das ist eigentlich auch schon das Ziel für heute, ist allerdings jetzt nicht kein so großes Ziel. Wir wollen heute allerdings noch keine Animationen machen, das machen wir dann nächstes Mal über einen mehr oder weniger automatischen Weg. Und ja, heute also folgendes Szenario. Wir wollen hier draus ein Sprite erstellen. Das heißt, wir gehen hier auf erstmal Create Sprite. So, was wir jetzt hier bekommen, ist natürlich alle 4 Bilder, die wir für die Animation später brauchen werden, von unserem einfach nur ruhig stehen, damit der Knight sich so leicht bewegt, als würde er atmen oder sowas, und sich minimal eben bewegt. Die Bilder kriegen wir alle in einem Sprite. Wenn wir die jetzt reinziehen würden in unser Projekt, dann haben wir hier halt eben 4 Bilder und das ist natürlich nicht das, was man haben will. Man will natürlich nur einen haben von diesen Knights. Und deswegen gibt es das Edit Source Region hier oben, welches ihr übrigens auch hier einstellen könnt, so ein bisschen. Und in dem Sprite könnt ihr jetzt also sagen, hey, ich möchte jetzt vielleicht nicht alles haben, sondern ich möchte eben nur den da haben. So. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr hier schaut, dass wirklich alle von diesen Dingern, von diesen 4 Bildern gleich groß sind, damit die Animation auch immer gleich aussieht später und damit nicht immer alles versetzt ist. Deswegen würde ich euch einfach mal kurz bitten, 168 durch 4 in den Taschenrechner einzugeben. Oder geht das hier auch? Geht hier auch, wunderbar. Oder wir teilen einfach durch 4. Ich wusste natürlich, dass es 42 ist. Und ja, dann haben wir hier eben einen gleich großen Bereich von Sprites. Das bedeutet, der hier ist genau in der Mitte, der wird genau in der Mitte sein, wenn ich hier einen UV, also einen Versatz einstelle von 42 und dann eben von 84 einen Versatz und so weiter und so fort. Und so funktioniert das Ganze eben. Das heißt, wir haben am Ende 4 Sprites und die werden wir durchrotieren für eine Animation. Und in unserem Fall ist das jetzt hier eben gerade mal ein Ritter, der hier halt mal so rumsteht und nichts Besonderes macht. Ja, das ist ziemlich cool. So kann man natürlich relativ schnell alles Mögliche machen. Wir werden nachher eine Technik oder im nächsten Video eine Technik kennenlernen, da macht es das mehr oder weniger automatisch. Ich möchte aber dieses Mal noch mit euch ein bisschen über diese Sachen hier sprechen. Edit Collision für normal, also für Flipbooks nachher, damit werden wir die Animation machen. Nicht nötig, dass man das benutzt, also Edit Collision, weil Flipbooks sowieso keine Kollision akzeptieren und wir dafür sowieso einen Player Player Blueprint erstellen müssen. Deswegen hier nicht ganz so wichtig, allerdings wenn ihr irgendwie sowas wie eine Map macht oder keine Ahnung, irgendwelche besonderen Icons oder sowas, dann braucht ihr das eventuell. Hier ist es natürlich schon super gut ausgeschnitten und in den allermeisten Fällen passt das auch. Ihr könnt aber hier zum Beispiel eine eigene Box, von Kollision oder sowas hier reinpacken, damit ihr eben sagen könnt, hey, okay, hier wird kollidiert oder sowas und dann müsst ihr das eben nicht machen. Ihr könnt natürlich auch diese Box hier einfach das ist die falsche. Ihr könnt natürlich auch einfach diese Box hier verändern, das wäre aber viel zu einfach. Achtet darauf, dass ich hier jetzt schon Grid Snapping ausgemacht habe. Ihr könnt aber auch Grid Snapping anmachen. Dann habt ihr halt einen sehr, sehr groben Radius. Also wenn ihr zum Beispiel wollt, dass man hier hinten kollidiert und vorne überhaupt nicht, dann macht ihr es halt so. Also das sind dann schon sehr, sehr große Sonderwünsche. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen kriegt man das von Hand nicht mal so gut hin, wie man das eigentlich haben wollen würde. Ich mache das hier sogar rückgängig. Ja, so. Also die Modifikation hier braucht ihr in den allermeisten Fällen nicht. Das hier ist auch völlig fein. Achtet darauf, je mehr Polygone ihr hier reinsetzt, also je mehr Punkte ihr hier habt, die euren Radius hier bestimmen, desto aufwendiger wird auch das Ganze zu berechnen. Das heißt, seid ihr möglichst sparsam und fahrt nicht den kompletten Ritter hier entlang. Das wäre ein bisschen Overkill. So. Nächster Schritt wäre bei Edit Render Geometry. Da habe ich, verdammt, das habe ich schon wieder. Also das ist mein zweiter Tag bei dem Video. Oder dritter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das hier schon für unseren Sprite hier gemacht. Wenn wir uns diesen Sprite nochmal angucken, dann, das ist jetzt übrigens wirklich das Bild, dann sehen wir hier an der Seite, ist so ein kleines bisschen grün noch. Ich würde es euch eigentlich ganz gerne besser zeigen. Wir sehen hier ganz kleines bisschen grün, da wo eigentlich noch braun sein sollte. Also ein bisschen unsauber von mir aus gearbeitet, ja. Das ist natürlich jetzt uncool, wenn man das irgendwie im Level sehen würde. Deswegen habe ich hier in unserem Sprite drin einfach gesagt, okay, ich schneide hier über Edit Render Geometry einfach ein Stückchen ab. Das heißt, hier kann man sagen, was man alles haben möchte und was nicht. Wir sehen jetzt hier,
Wenn ich jetzt das sogar noch weiterziehe, dann kommt dieses Grün hier und der nächste Sprite kommt dann direkt wieder. Das heißt, der fängt dann einfach wieder von vorne ab. Das kann man natürlich auch machen. Aber in unserem Fall war es jetzt hier hilfreich, dieses kleine grüne Zipfelchen abzuschneiden. Und dadurch habe ich natürlich dann einen sauber zugeschnittenen Sprite, was auch überhaupt kein Problem ist, den zu verwenden. Ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was ich euch jetzt hier zeigen wollte. Nächstes Mal geht es natürlich an die Animation. Jetzt will ich euch allerdings hier noch kurz... Oh, ist der klein. Jetzt will ich euch noch ganz kurz zeigen, was mit der Physik passiert hier. Und zwar kann man hier sagen, ich möchte hier Physik haben. Das sagen wir einfach Simulate Physics. Muss man aber vorsichtig sein, denn es passiert... Achso, das sehen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht. Achtet darauf, dass es der Player Start. Ich will nur eine vernünftige Kamera haben. Die haben wir noch nicht gesetzt, deswegen mache ich das jetzt mal hier gecheatet. Setzen wir 500 in unsere Richtung, damit wir den Ritter sehen und drehen sie Richtung Ritter. So, dann sehen wir hier, blob, der fällt einfach so runter. Warum fällt der jetzt einfach runter? Moment. Achso, ja gut, der ist auf minus 285. Deswegen achtet darauf, hier muss 0 sein, das habe ich auch schon geändert. Hier muss auf 0 sein und hier muss auch auf 0 sein. Alles, was irgendwie im Spiel sein muss oder sein möchte, muss auf einer Ebene sein. Ob ihr jetzt da minus 42 nehmt oder 528, ist egal, ihr müsst euch nur merken. Es muss wirklich alles auf derselben Ebene sein, was irgendwie eine Collision oder sowas auslöst. In unserem Fall sollte das auf 0 sein. So, wir setzen den jetzt auch mal auf 0 und dann gucken wir uns den mal an, was hier so passiert. Okay, ich habe gerade wieder Pech. Ich muss den Ritter ein bisschen rotieren, damit das auch wirklich eintritt, was ich hier haben möchte. Nein, das wollte ich nicht. Auch das wollte ich nicht. Hä, welche Ebene ist denn das? Ritter, wo bist du denn? So, eigentlich wollte ich den hier haben. So, und wir sehen... Ja, jetzt fällt er uns einfach runter, was natürlich nicht ganz so der Sinn der Sache ist. Also er bombt zwar unten auf, aber er fällt dann direkt einfach mal durch. Und das sieht zwar witzig aus, ist aber fürs Spiel nicht ganz so praktisch. Deswegen wollen wir hier vielleicht einstellen, auf welcher Plane wir eigentlich sind. Plane bedeutet Ebene. Jetzt kommt Schulmathe wieder ein bisschen ins Spiel und ja, man braucht den Shit tatsächlich. Wir wollen einstellen, das hier ist die ZX, also die Achse hier ist die Z-Achse, diese Achse hier ist die X-Achse, nach hinten ist die Y-Achse. Das heißt, wir wollen, dass das Ding zwar Physik ausübt, also er kann runterfallen und so weiter und so fort. Wir können auch seine Masse hier ändern, wenn wir wollen, und 3 Kilo ist ein bisschen arg leicht. Der Kerl wiegt mindestens 90, so viel Rüstung wie der anhat. Aber wir wollen, hier übrigens Gravity, also Erdanziehungskraft könnt ihr auch anstellen, aber wir wollen hier unten, dass der nur auf der XZ-Achse, auf der Achse, die wir auch gerade sehen hier, operiert, und deswegen wollen wir natürlich hier sagen, Bomb. Jetzt bleib auf dieser Achse und mach nicht noch irgendeinen anderen Schmuh, sondern bleib auch wirklich da drauf und fall nicht um. Achtet auch darauf, dass ihr hier oben dann auch die X- und die Z-Achse nicht noch irgendwie rotiert. Wenn ihr jetzt hier anfangt, den noch so zu rotieren, dann macht er wieder was anderes, dann steckt er nämlich so ein bisschen in der Wand fest. Also er bleibt dann trotzdem auf der XZ-Achse, aber wenn wir uns das Ganze mal 3D angucken, der liegt halt so da, ne? Das heißt natürlich, er bleibt auch so da hängen, auch wenn er nicht weiter fallen kann, das habt ihr ja gerade ausgestellt, aber er bleibt halt einfach so. Deswegen achtet darauf, dass ihr hier diese Rotation nicht ändert. Bei der Rotation sieht es nicht besser aus, ich zeige es euch auch gerade mal. Dann machen wir das, ja, plopp. Dann macht er halt den hier und fällt dann natürlich noch so um. Also ich zeige euch das nochmal kurz von vorne. Er fällt halt in die Richtung um und liegt dann so da. Also es sieht auch nicht gut aus. Das muss man mal dazu sagen. Also schaut einfach, dass ihr die einzige Rotation, die ihr verändern dürft, ist diese Rotation hier in der Y-Achse. Und die wird dann natürlich auch für die Gravity und so weiter berechnet. Das heißt, wenn er jetzt runterfällt, dann fliegt er halt einfach um. Das ist wunderbar für irgendwelche Plattformen oder sowas. Falls ihr da Gravity haben wollt, für Pilze zum Beispiel, denkt an Super Mario und solche Dinge. Da kann man dann natürlich super dafür sorgen, dass die runterfallen. Und das sieht dann auch witzig aus, wenn es so Bob macht und dann ist es wieder da. Ja, das ist eigentlich auch schon das Letzte, was ich euch sagen möchte. Das heißt, Physik hier ganz, ganz wichtig. XZ-Achse festlegen oder je nachdem, was ihr hier halt eingestellt habt. Ihr könnt natürlich auch einen 2D-Side-Scroller nicht nur auf der Front-View machen, sondern auf irgendeiner anderen View. Also das heißt hier zum Beispiel, keine Ahnung, Right einstellen oder Bottom einstellen, dann habt ihr halt hier eine andere Achse, die ihr immer festlegen müsst. Aber in unserem Fall ist das jetzt hier die XZ-Achse, weil hier unten eben XZ steht. Wunderbar.
Und das soll es für dieses Video schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!